Hallo, wir sind hier am Stand von Electro Voice. Ich bin jetzt mit Arthur zusammen. Und Arthur ist von Electro Voice UK und wir gucken uns hier heute die neue Electro Voice EKX-Serie an, die Arthur uns vorstellt. Good morning, Arthur. Good morning, how are you? I'm fine, thanks. Good. So tell us about the new EKX series. Okay, so basically what we have is a series of 4 speakers in both active and passive. We have a 12-inch, a 15-inch sub and an 18-inch subwoofer. Basically we have all the DSP built on board and we're going to show you that in just a second. In der EKX-Serie gibt es eben verschiedene Modelle, Tops mit 12 und 15 Zoll Treibern und 2 Subs dazu mit 15 und 18 Zoll. Die sind jeweils alle wahlweise aktiv oder passiv erhältlich. Die aktiven Modelle sind mit DSP ausgestattet und das schauen wir uns jetzt an. So here we have basically the input panel where we have 2 inputs which are mic and line level inputs. We have an RCA for convenience of plugging in an iPod or an iPhone and a mixed output which sends the combined signal mix to another speaker, maybe a sub if you're going to link them that way, or around a room basically. So the main control, we've got our... Give me a break, okay? Otherwise it's too much information. Wir gucken zuerst mal auf das Anschlussfeld. Das Anschlussfeld hat 2 Kombibuchsen für XLR oder eben für Klinke. Die können wahlweise für Mikrofon oder eben für Line-Anschluss genutzt werden. Außerdem verfügbar ist ein RCA, also Cinch-Input. Und es gibt einen Ausgang, der eben das gemixte Signal ausgibt aus allen 3 Eingängen, wenn die genutzt werden. Okay, let's look at the DSP. Okay, so basically the one knob control, which is what we call it, it's meant to be as easy as possible for anyone, whether they are a professional, whether they are a first time to loudspeakers. It's just makes it simple for everyone. So basically you've got input 1, input 2, you can adjust your input level and it's easy. This will then show you the actual VU meter of that channel. So you've got channel 1, channel 2, it'll show you how much signal is going into the speaker. Okay, das ist ganz einfach zu bedienen, das DSP. Es gibt eben nur einen einzigen Knopf, der wahlweise eben gedreht oder gedrückt werden kann. Und es ist damit eben möglich, zum Beispiel das Eingangssignal auszusteuern für jeden einzelnen Eingang, um da eben mit Hilfe eines VU-Meters eben auch zu sehen, welches Signal dort anliegt. Okay, so then we go into the actual unit. And the first thing we have is our modes. What we're actually using this speaker for. Are we using it for a live performance? Are we using it for speech? Are we using it as a DJ? Or are we just using it for MP3 playback? So really easy. You decide what you're going to do. We're at a DJ show, so we put it in club mode. Die einfachste Art, das Ding einzustellen, sind eben 4 Preset-Modi, die das hat. Wahlweise eben für Sprache, für Musik, also normale MP3-Musik, um die wiederzugeben, für DJ. And the first was... just music, so MP3 playback. Yeah, but the first was... The live mode. Oder eben auch für Live-Mode, ja, wenn Live-Bands spielen oder ähnliches, dass man da eben auch umschalten kann, entsprechendes Preset hat. Next thing is the location of the actual loudspeaker. Is it on a pole, which it is right now, so we have it on tripod setting. But in here you also have a monitor setting, a wall bracket setting and a suspended setting. So basically what that does is allows for proximity effects with the EQ to give you the desired effect of that particular position. Was bei der Box im DSP eben auch eingestellt werden kann, ist die Position der Box. Also wenn sie auf einem Dreibein-Stativ oder eben auf einer solchen Stativhalterung angebracht ist, gibt es ein Setting, wenn sie als Monitorbox eingesetzt wird, zum Beispiel bei Live-Bands. Oder wenn sie zum Beispiel auch geflogen gefahren wird, kann das eben hier mit dem Setup entsprechend eingestellt werden. Okay, so the next setting is are we using this as a full range cabinet or are we using it as a subtop environment? So basically inside this we have off, which means the speaker is working as a full range active loudspeaker. So it's doing all the frequency response. Inside here we then have a selection of multiple crossover points from 80 Hertz up to 150, and then we also have the corresponding subwoofer from the range already preset into the device to optimize its performance. So, es kann natürlich auch eingestellt werden, ob die Box als Full-Range-Box eingesetzt wird oder eben in Kombination mit einem Subwoofer.
Der Subwoofer kann eben entweder individuell eingestellt werden, indem eben die Trennfrequenz angegeben wird. Es sind aber eben auch alle Electro-Voice, also alle kompakten Electro-Voice-Subwoofer bereits mit vorprogrammiert, sodass es eben ganz einfach auszuwählen ist, mit welchem Subwoofer die zusammenspielen. Arthur, maybe you can tell us first about what of the different drivers. Yeah. So basically, the top cabinets are a 1500 watt Class D amplifier. They're very efficient. They've got a fan built in the back, and the subwoofers, which we're going to have a look at in a minute, are 1300 watts Class D amplifier power. Also die Boxen jetzt hier, das 15 Zoll Modell hat 1500 Watt, Class D. Der Subwoofer hat 1300 Watt, auch Class D Technologie. Die haben eingebaute Ventilatoren, die aber eben temperaturgesteuert sind und eben extra leise sind, sodass sie nicht stören. Okay, so now we're going to have a look at the subwoofers here. So we're looking at an 18 right now, EKX 18 SP. We have a 15-inch version as well, which is very compact. We'll look at the 18 as far as what it does. So basically you have a quick level control, which goes up to +10, or it actually goes down to mute if you go all the way down. Same principle as the top. You've got two inputs, and they can work as a left and right as well. Also die Einstellungen hier sind einfacher. Vor allen Dingen kann eben die Sub-Lautstärke separat angepasst werden. Hat auch getrennte Eingänge, aber auch Ausgänge, sodass eben auch ein Subwoofer, also ein aktiver Subwoofer, dann eben mit zwei Tops zusammenarbeiten kann. Okay. So going into the DSP like you would on the top cabinet gives you some control over what the unit is doing. So again, we're at a DJ show. It's on DJ mode, which is the club setting. You have live mode and a music mode as well, just for the different genres of music. Live would be for a live band, music for just music playback, and obviously club for the DJ feel, a bit more low end, a bit more of a cuddle if you like. And yep, that's the settings. Also dieselben Settings, dieselben Presets wie an den Tops auch. Für Live-Musik, für Sprache, für Club und eben für die normale Musikwiedergabe, speziell für MP3 halt spezialisiert. Okay, so then moving on to what are you doing with the sub? Is it in a normal location or is it cardioid? Basically, this gives you the option to adjust that. If you're in a live band environment and you don't want any sub on stage or a lot less sub on stage to not have any feedback, or maybe pull the noise away from bedrooms behind or whatever, basically you put this in cardioid, you flip the top bin around, and it has about a 30% reduction in bass frequencies behind the speaker, which enables you to obviously put more volume out front and not worry about people complaining from bedrooms at 12 o'clock at night when you're in the middle of your set. Okay. Was der Subwoofer als Besonderheit bietet, ist eine Nierencharakteristik, also hier auf Englisch Cardioid. Und das ermöglicht halt, den Bass gezielt in eine Richtung abzugeben und eben hinter der Box dann eine stark reduzierte Lautstärke zu haben, was eben besonders relevant ist, wenn er als Monitor eingesetzt wird oder halt in Bereichen, wo eben auch zum Beispiel Nachbarn sich beschweren, dass der Bass eben ganz gezielt abgegeben wird. Okay, then moving on, what you also have on here is a low pass filter, which basically you can tell it what it's doing, like you would the top, where the crossover point is on the top. You want the same on the sub, so you don't have any gaps in your sound. So basically here, sorry, go back. The low pass is set on EKX 15P, which is the active top box that's on top at the minute, and the top will be set to the EKX 18 SP. You also have different crossover points that you can adjust manually if you want to, and a couple of other products in the Electro Voice range. Also auch hier kann eben die Trennfrequenz entweder manuell eingestellt werden oder verschiedene Electro Voice Boxen sind bereits vorprogrammiert, dass das Setup eben möglichst einfach geschieht. Another good feature of the EKX range, which is also on the ETX range, is the ability to actually lock those settings into the cabinet. So basically someone just can't get in there and change the EQ curve, make your set sound not as good as it should do. Not that anyone would do that, but it just means that you have peace of mind that no one's going to fiddle with your system. Wie bei der Top-Serie, der ETX-Serie, ist es hier auch möglich, die Einstellungen zu sichern gegen unbeabsichtigtes Verstellen oder auch absichtliches Verstellen von anderen Leuten. Das Login ist done with a password? No, it's a simple method.
but I won't give the game away. Okay. So it's more for rental companies. Yeah, exactly. Also es gibt einen Trick, wie man das sichern kann, der wird aber nicht so einfach verraten, damit es eben nicht missbraucht wird von anderen In Leuten. the manual it explains it all. Okay, aber very easy. im Handbuch ist es dann aber auch erklärt offensichtlich. Okay. Okay. Super. You still want to say something about the coating? Because it's professional grade coating also? Oh yes, the EV coat is a covering that we use on a lot of our tour grade products. It's, if you like, it's not just a paint. It has a resin element in it that basically means that you won't just chip your product. It may scratch, but it won't chip, it won't flake off like you have with older products, especially on wooden products. It's obviously normally a common thing that your box looks tatty after a few years use, you know, but this literally you spray it with a bit of like WD-40 or something and it comes back, it looks like new, you know, so it's a great covering that you would expect to find on a box that would be out in a festival field, you know. Die Boxen sind aus Holz gefertigt, haben aber eine Besonderheit, die sind eben nicht einfach nur lackiert, sondern von Electro-Voice halt mit einer besonderen Beschichtung versehen, die ist kunsthartbasiert und wird sonst eben auch bei deren Tourprodukten, also den ganz großen Sachen eingesetzt, was halt besonders widerstandsfähig ist, sodass es eben nicht abblättert oder irgendwie kaputt geht. Kann eben auch Kratzer kriegen, aber die Beschichtung bleibt eben dauerhaft erhalten auf der Box. Alright. Okay. Das war's. Von einfach auflegen hier am Electro-Voice Stand. Arthur, was a pleasure. Thank you, Thanks Andreas. and enjoy the fair. Thank you for making the trip. Cheers. Thanks. Okay, tschüss.